In diesem Video lernt ihr, wie man eine Umgebung beschreiben kann und wie man über Restaurants spricht. Ich war während der Restaurantwoche in Polen. Das ist ein kulinarisches Event, bei dem Gourmet-Restaurants eine Woche lang Gourmet-Menüs zu günstigeren Preisen anbieten. So können Menschen neue Restaurants ausprobieren und gutes Essen entdecken, ohne viel Geld auszugeben. Dieses Restaurant hat eine gemütliche, klassische Atmosphäre. Die Beleuchtung ist warm und es gibt viele Holzelemente. Das Restaurant hat einen schönen Parkettboden. Die Einrichtung ist sehr traditionell. Es gibt große und kleinere Tische, die alle mit weißen Tischdecken, Gläsern und Besteck gedeckt sind. An der Decke hängt ein großer klassischer Kronleuchter. An der Wand hängt ein Bild von einem Vogel. Ich bin auf der Toilette. Der Spiegel hat die Form eines Hirschgeweihs. Links und rechts neben dem Spiegel gibt es Wandlampen. In dem Korb liegen 2 zusammengerollte Handtücher für Gäste. Ich habe meine Hände gewaschen und abgetrocknet. Jetzt werfe ich das benutzte Handtuch in den Wäschebehälter. Ich schließe die Tür und setze mich wieder an meinen Tisch. Der erste Gang wurde serviert. Das ist die Vorspeise. Es gibt eine vegetarische ukrainische Suppe und Wildpastete mit Heidelbeeren auf einer Scheibe Brot. Schaut mal, wie riesig diese Pfeffermühle ist. Sie ist wirklich sehr groß. Die Portionen sind genau richtig, also nicht zu klein und nicht zu groß. Das Essen war gut gewürzt und hat gut geschmeckt. Dieses Gericht wurde besonders schön angerichtet. Anrichten bedeutet hier, das Essen wurde schön auf den Teller gelegt und dekoriert. Für den Hauptgang gibt es Kohlrouladen. Die Rouladen bestehen aus Kohl und sind mit Buchweizen und Pilzen gefüllt. Ich liebe Kohlrouladen und esse sie sehr gern. Die Kohlrouladen haben einen sehr frischen, aber auch aromatischen, leicht rauchigen und pfeffrigen Geschmack. Das Gericht schmeckt wie gutes, hausgemachtes Essen, das man bei Oma bekommt. Mein Partner hat Teigtaschen bekommen, die mit Fleisch gefüllt sind und in einer cremigen Soße serviert werden. Beide Gerichte sind mit frischen Kräutern garniert. Wir sitzen nicht nebeneinander, wir sitzen uns gegenüber. Eine Person sitzt an einem Ende des Tisches und die andere am anderen Ende. Wir sitzen sehr weit voneinander entfernt. Jetzt gibt es die Nachspeise oder das Dessert. Wir haben einen Käsekuchen mit Waldbeeren und ein Beerensorbet mit Minze bekommen. Das ist ein knuspriges Stück Schokolade als Dekoration. Es sieht sehr kreativ und elegant aus und macht das Dessert schöner. Das Sorbet war mein Highlight. Es hat hausgemacht geschmeckt. Das heißt, man merkt wirklich, dass es selbst gemacht und nicht gekauft wurde. Es war sehr erfrischend und hatte einen intensiven Beerengeschmack. Am Ausgang des Restaurants sieht man hier auch nochmals die Speisekarte.
Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an verschiedenen Speisen. Wir haben aber schon gegessen, also gehen wir jetzt. Ups, das war die falsche Tür. Sie ist geschlossen. Hier ist der Ausgang. Ich gehe raus. Am nächsten Tag habe ich einen botanischen Garten besucht. Dort gibt es viele Fische, die in einem Becken schwimmen. Es sieht so aus, als ob sie auf Essen warten. Das ist ein künstlicher Wasserfall. Künstlich heißt, dass er nicht natürlich ist. Das Wasser fließt in das Becken. Überall wachsen grüne Pflanzen, die von den Wänden und von oben herabhängen. Es gibt so viele schöne Pflanzen. Die Atmosphäre ist sehr ruhig und magisch. Ich spaziere durch den Garten und schaue mich um. Es ist sehr heiß, deshalb habe ich meine Jacke ausgezogen und trage sie über dem Arm. Das ist ein Kaktus. Kakteen sind sehr spitz. Wenn man sie berührt und nicht aufpasst, kann man sich verletzen. Wow, wie interessant! Das ist ein Formicarium, also ein künstliches Nest für Ameisen. Man kann sehen, wie die Ameisen arbeiten. Diese Ameise transportiert ein riesiges Blatt. Ameisen sind wirklich sehr stark. Ich sitze gerade in einem wunderschönen Gewächshaus und es gibt ein tolles Café. Ich habe einen Matcha Latte bestellt und es gibt eine richtig schöne Atmosphäre. Es ist wirklich sehr entspannend. Überall stehen große Pflanzen und Palmen. Es ist sehr ruhig und wirklich wunderschön. Ich könnte Stunden hier verbringen. Neuer Tag, neues Restaurant. Ich habe einen Aperol Spritz bestellt. An der Wand sieht man einen großen Spiegel und Pflanzen. Dieses Restaurant ist sehr stilvoll und modern eingerichtet. In der Mitte steht ein großer Tisch mit bequemen, dunkelblauen Sesseln. An der Decke hängen Lichterketten, die eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Rechts befindet sich eine Bar. Im Vergleich zum Restaurant von gestern wirkt dieses Restaurant schicker und eleganter. Ich warte geduldig auf die Vorspeise. Und sie ist angekommen. Wir haben Tatar bekommen. Einmal ein vegetarisches Tatar aus roter Beete und einmal ein Rindertatar. Beide Gerichte sind unglaublich ästhetisch angerichtet. Auf dem Tatar gibt es eine knusprige Dekoration. Das sieht wirklich wie Kunst aus. Die Bedienung ist sehr schnell. Sie haben uns den Hauptgang sehr schnell gebracht. Der Kellner hat uns ein Entenfilet mit Kartoffelpüree
und einer Rotweinsauce serviert. Die vegetarische Version ist geröstetes Gemüse mit Erbsenpüree. Beide Gerichte sind lecker, aber sie sind definitiv nicht unsere Lieblingsgerichte. Zum Schluss essen wir noch ein Eis. Das Essen war weniger gut als im Restaurant von gestern. Meiner Meinung nach waren die Portionen ein bisschen zu klein. Ich persönlich mag lieber größere Portionen, aber das ist oft so in schicken Restaurants. Die Bedienung war aber sehr professionell. Immer wenn sie das Essen gebracht haben, haben sie genau erklärt, was auf dem Teller liegt. Am Nachmittag erkunde ich die Stadt. Das ist ein Dach und das sind Dachziegel. Es gibt viele Münzen auf dem Boden. Viele Menschen werfen Münzen durch das Gitter, weil das Glück bringen soll. Ich schaue nach unten und genieße die schöne Aussicht. Am Abend besuche ich ein vegetarisches Restaurant. Alle Gerichte sind entweder vegetarisch oder komplett vegan. In dieser Ecke steht eine große Pflanze. Die Decke ist auch sehr interessant, weil sie im Industriedesign gestaltet ist. Das bedeutet, man sieht die Lüftungsrohre, Kabel und Ventilatoren offen an der Decke. Das Restaurant ist modern und gemütlich. Es hat große Fenster, deshalb kommt viel Tageslicht in den Raum. Es ist sehr hell. Das ist die Vorspeise. Diese Vorspeise ist eine kräftige Brühe mit Dumplings. Die Dumplings haben eine Pilzfüllung. Auf der anderen Seite gibt es ein sehr leckeres Gemüse-Tatar mit einer Scheibe Brot. Das Tatar war wirklich sehr gut. Es war sehr weich und eine richtige Geschmacksexplosion. Das sind polnische Kartoffelklöße mit Sauerkraut. Und hier haben wir Fleischbällchen mit Kartoffelpüree. Als Beilage gibt es einen Salat aus Essiggurken. Beide Gerichte waren sehr lecker. Zum Schluss haben wir ein Tiramisu und eine gebackene Birne mit Mandeln gegessen. Wir waren nach dem Essen sehr satt. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Die Restaurantwoche war wirklich sehr interessant. Ein 3-Gänge-Menü hat immer nur 19 € pro Person gekostet. Also eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein Dessert und ein Getränk für nur 19 €. Das ist ein Schnäppchen. Das heißt, man bekommt viel für wenig Geld. Das ist ein gutes Angebot. Mögt ihr Gourmet-Restaurants oder esst ihr lieber in kleinen, gemütlichen Restaurants? Schreibt es gern in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt viele neue Wörter gelernt. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. This potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get it.